Hi zusammen, ich mache euch heute wieder ein Nageldesign und zwar extrem passend zu unserem Element, dem Wasser. Denn wir arbeiten heute mit Wasser, um das Nageldesign zu kreieren. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Und zwar handelt es sich dabei um so ein marmoriertes Muster, was man eben mit Hilfe des Wassers formt. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Erstmal sage ich euch, was wir brauchen. Und zwar ist das Wasser in so einem Behälter. Ich habe jetzt eine kleine Schüssel genommen. Ihr könnt aber auch ein Glas nehmen oder eine Tasse. Vielleicht nicht unbedingt das Beste, was ihr habt, weil das wird schon ein bisschen eingesaut. Und da drin sollte sich Wasser befinden, das so circa Zimmertemperatur hat. Am besten aus der Leitung oder so stilles Mineralwasser. Dann braucht ihr einen Schaschlikspieß und wichtig dabei ist einfach, dass der so eine schöne Spitze hat. Ihr könnt da aber auch einen Zahnstocher nehmen, aber je länger der Stab ist, desto einfacher wird es nachher. Dann ist auch noch ein Wattepad wichtig, das mit Nagellackentferner getränkt wurde. Und natürlich Nagellacke. Die Farben könnt ihr euch aussuchen. Ich würde empfehlen, so circa 3 verschiedene Farben zu nehmen, die aber zusammenpassen. Ihr könnt da metallische nehmen oder mit Schimmer, Glitzer, wie ihr möchtet. Ihr müsst nur bedenken, dass die Nagellacke, die ihr nehmt, unterschiedlich decken, je nachdem. Und ihr solltet schon eher welche nehmen, die relativ gut decken. Es sei denn, ihr möchtet, dass der Nagellack, den ihr vielleicht drunter habt, noch ein bisschen durchscheint. Ansonsten könnt ihr Lacke jeder Marke nehmen. Ihr solltet aber vielleicht auch darauf achten, dass es nicht die teuersten Lacke sind, denn wir brauchen ziemlich viel davon und da geht auch ziemlich viel verloren. Die Technik funktioniert übrigens nicht mit jedem Lack. Es liegt aber nicht an der Marke, sondern wirklich spezifisch am Lack. Da kann ich euch gar nicht sagen, wonach das geht. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren mit den Lacken, die ihr habt. Aber mit der Zeit wisst ihr eigentlich, welche funktionieren und welche nicht. Zumindest aus eurer Sammlung. Die Flaschen lasst ihr am besten direkt offen, weil so können wir nachher direkt auf die Farben zugreifen und müssen nicht immer wieder schrauben. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Klebeband, damit unsere Haut geschützt wird vor dem ganzen Lack. Und ich hatte meine Nägel jetzt schon lackiert und zwar mit so einem Glitzerlack. Den habe ich jetzt auch nicht runtergemacht, weil ich fand, das passt eigentlich ganz gut, wenn der nochmal durchschimmert, wenn so eine Stelle nicht ganz bedeckt ist mit Nagellack. Denn so ein Glitzer, das sieht immer ganz schön aus, so als Akzent. Ihr könnt aber auch eine andere Farbe drunter machen. Ich würde euch empfehlen, einen hellen Ton erstmal als Basiston zu nehmen. Zum Beispiel ein helles Rosa, wenn ihr mit Pinktönen arbeitet, oder ein helles Blau, wenn ihr mit Blautönen arbeitet. Dann harmoniert das sehr schön und es ist auf jeden Fall gesichert, dass der ganze Nagel nachher bedeckt ist mit Farbe. Wir fangen jetzt aber erstmal damit an, unsere Haut abzukleben, damit die eben geschützt ist. Und das mache ich einfach mit Klebeband. Dann nehme ich mir so ein bisschen und fange hinten an und klebe dann so sehr, sehr nah am Nagel entlang den Klebestreifen auf. Das ist einfach wichtig, damit das nachher sehr, sehr sauber aussieht. Also drückt es gut an, geht so richtig schön in diese Ritze vom Nagelbett zur Haut, damit da auch keine Lücke ist und dann nicht aus Versehen irgendwie Nagellack hinkommt. Und dann nehmt ihr euch nochmal ein längeres Stück und ja, klebt einfach auch nochmal den Rest des Nagelbetts ab, so richtig schön am Rand und richtig schön reindrücken. Das ist echt wichtig, dann habt ihr nämlich nachher nicht so viel Arbeit, das wieder zu entfernen. Ihr seht es ja auch, wie ich es mache. Das macht ihr jetzt halt einfach an allen Fingernägeln und dann sollte das in etwa so aussehen. Ja, und dann kann es auch schon losgehen mit dem spaßigen Teil. Jetzt können wir unsere Nagellacke nehmen und einfach die Farbe ins Wasser tropfen. Macht das nicht von zu weit oben, also seid relativ nah am Wasser mit dem Pinselchen, weil sonst ergibt es so eine kleine Kugel und die landet dann am Grund von eurem Behälter und dann ist der Nagellack futsch und ihr könnt damit nichts mehr anfangen. Also lasst es einfach reintropfen, so wie ich das auch mache. Von der ersten Farbe nehme ich ein bisschen mehr, weil ich finde, dass der Nagellack bei mir sehr durchsichtig ist und der ein bisschen mehr Tropfen verträgt. Vor allem auch, weil es der erste Lack ist, den ich verwende. Je nach Lack müsst ihr das nicht unbedingt machen, aber guckt ihr einfach mal, wie das bei euch so ist. Das ist immer anders. Und ja, dann nehme ich einfach abwechselnd immer wieder meine Farben und tropfe da so ein bisschen rein. Meistens einen Tropfen, manchmal nehme ich auch 2, wenn ich möchte, dass von einer Farbe etwas mehr zu sehen ist. Und dann geht es immer hin und her. Und wenn ich dann zufrieden bin, ich mache das so ein paar Mal, sollte man auch nicht zu wenig, weil dann wird das Muster später schöner. Und wenn ich dann zufrieden bin, dann kann ich meinen Schaschlikspieß nehmen und ein Muster in meine Kringel ziehen. Und zwar gehe ich dann von außen zur Mitte, ziehe das immer so rein und wenn ich in der Mitte angekommen bin mit meinem Schaschlikspieß, dann mache ich einmal so einen Dip nach unten, weil dann wird der überschüssige Lack entfernt. Das ist relativ wichtig, weil sonst das Muster nicht so schön wird. Und immer wenn ich das gemacht habe, mache ich den Schaschlikspieß mit meinem Wattepad, das ja in Nagellackentferner getränkt ist, sauber. Und dann gehe ich erst wieder in mein Muster und ziehe von außen nach innen in die Mitte meinen nächsten Strich.
Und das mache ich halt ein paar Mal, bis ich mein gewünschtes Muster habe. Das seht ihr auch. Und dann gucke ich, wie meine Finger über das Muster passen. Dazu drehe ich dann nochmal die Schale ein wenig, um zu gucken, okay, passt das jetzt so oder passt es besser so, wenn ich nachher eintauche. Das müsst ihr einfach dann ausprobieren, weil euer Muster ja wahrscheinlich anders aussieht als meins. Und wenn ihr das dann gemacht habt, so richtig ausgerichtet, dann könnt ihr eure Nägel eintauchen. Ich habe euch das extra nochmal von der Seite gefilmt, weil man das ja von oben nicht so gut erkennt, wenn ich dann mit der Kamera von oben filme. Ja, und dann hat man am Rand so einen leichten Überschuss. Den muss man dann noch entfernen mit dem Schaschlikspieß, weil sonst landet das alles vielleicht noch auf dem Nagel oder auf der Haut und dann ist das Muster kaputt und dann ist das doof. Also macht das bitte erstmal weg und dann könnt ihr eure Nägel aus dem Wasser rausziehen und dann habt ihr das Muster auf euren Nägeln. Wenn ihr das dann mit allen Fingern wiederholt habt und überall dieses Muster drauf ist, dann könnt ihr euer Klebeband auch entfernen. Es kann sein, dass ihr dann trotzdem noch an manchen Stellen auf der Haut ein bisschen Nagellack habt. Das könnt ihr aber ganz einfach mit Nagellackentferner und so einem Kosmetikstäbchen entfernen. So ein Kosmetikstäbchen ist ganz gut, weil ihr dann eine breite Seite habt und eine spitze Seite und mit der spitzen Seite könnt ihr ganz nah am Nagel entfernen und mit der breiteren Seite eben so größere Bereiche entfernen, die vielleicht irgendwo anders auf dem Finger sind. Ja, und das ist auch schon alles. Das wird jedes Mal anders. Es ist nie ganz vorherzusehen, wie das nachher aussieht, aber es ist auch eigentlich ganz schön, weil es dann sehr, sehr interessant aussieht auf den Nägeln und es ist immer ein Hingucker. Und man muss ein bisschen experimentieren, weil, wie gesagt, es eignet sich nicht jeder Lack und man muss erstmal gucken, wie man das hinkriegt. Ich kann euch noch als Tipp geben, vielleicht manchmal nicht ganz außen anzufangen, das Muster reinzuziehen, weil der Lack außen schon mal schnell antrocknet. Also geht ein bisschen weg vom Rand und zieht ein bisschen weiter von innen rein. Aber das merkt ihr dann auch, wenn ihr es ausprobiert. Aber das Ergebnis lässt sich eigentlich immer sehen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und ich hoffe jetzt, dass euch das Nageldesign gefallen hat und dass ihr es vielleicht mal nachmacht. Wenn ihr es nachmacht, freue ich mich natürlich über Fotos. Guckt einfach mal in der Infobox. Wir sind auch auf Facebook zu finden. Da könnt ihr Bilder hochladen. Und ja, dann bleibt vielleicht noch dran, denn jetzt gibt es am Ende noch ein paar Videos, die ihr euch vielleicht angucken möchtet. Vielleicht habt ihr die verpasst. Dann könnt ihr die dann nochmal anklicken. Und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss!